Andreas Escher ist ein Entwickler und Grafiker für Computer- sowie Konsolenspiele. Er war mitverantwortlich für die C64-Meisterwerke Katakis, R-Type und Turrican 2. In diesem Video werfe ich einen Blick auf seine spannende Karriere. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Andreas Escher wird am 23. Januar 1966 in Saarbrücken geboren und ist seit seiner Kindheit eng mit Manfred Trenz befreundet. Beide entwickelten bereits in jungen Jahren eine große Leidenschaft für Arcade-Games und waren oft in Spielhallen unterwegs. Ihre Lieblingsspiele waren damals Defender sowie Darius und sie fassten irgendwann den Entschluss, selber Computerspiele zu entwickeln. Manfred legte sich bald darauf einen Commodore 64 zu und erstellte auf dem Heimcomputer nicht nur seine eigenen Grafiken, sondern brachte sich die Programmiersprache BASIC bei. Andreas war von den Fähigkeiten des 8-Bit-Computers so beeindruckt, dass er sich ebenfalls einen C64 kaufte. Auf seinem Brotkasten zeichnete er dann Sprites nach und nutzte dafür Tools wie Koala Painter, um die Grafiken am Commodore 64 zu erstellen. Zu der Zeit nahm sein Kumpel Manfred erfolgreich an einem Grafikwettbewerb im 64er-Magazin teil und bekam wenig später ein Jobangebot von Rainbow Arts. Er nahm das Angebot an und zog Anfang 1987 von Saarbrücken nach Gütersloh. Das junge Unternehmen hielt ständig Ausschau nach neuen Talenten und suchte 1988 einen weiteren Grafiker. Manfred wusste, dass Andreas nicht nur ein begeisterter Spieler, sondern auch ein talentierter Zeichner ist. Deshalb fragte er Andreas, ob er sich nicht mal bei Rainbow Arts vorstellen möchte. Andreas besuchte daraufhin seinen Freund in Gütersloh und schaute sich seinen potenziellen Arbeitgeber an. Im anschließenden Auswahlverfahren setzte sich der gelernte Büromaschinenmechaniker erfolgreich gegen einen anderen Mitbewerber durch und erhielt 1988 ebenfalls einen Vertrag bei Rainbow Arts. Das Unternehmen war nicht nur eine ausgezeichnete Talentschmiede, sondern ein familiär geführtes Studio. Die Hierarchien waren flach und es herrschte eine freundschaftliche Atmosphäre. In Gütersloh wohnten Andreas und Manfred in einer WG und als Rainbow Arts gut ein halbes Jahr später nach Düsseldorf umsiedelte, teilten Manfred und er auch in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen eine Wohnung. Bei Rainbow Arts gab es anfangs ganz normale Arbeitszeiten, so wie bei einem klassischen 9-to-5-Job. Aber das Unternehmen gab seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und so verschoben sich Andreas' Arbeitstage mit der Zeit langsam in die späten Abendstunden bis tief in die Nacht. Im Düsseldorfer Büro hat Chris Hülsbeck abends immer neue Musik komponiert und das Office jedes Mal in einen kleinen Techno-Club verwandelt. Während die Decken und Wände vibrierten, genoss Andreas die Chiptune-Mucke von Chris und arbeitete an der Grafik für Spiele. Einige der Jungs machten die Nächte regelrecht zum Tag und anstatt nach der Arbeit wieder nach Hause zu gehen, haben sie einfach im Büro übernachtet. Die aufwendige Fahrerei von der Wohnung zum Arbeitsplatz ging Andreas ohnehin auf die Nerven, sodass er häufig lieber auf einer Matratze im Office schlief. Irgendwann zog er einfach bei den beiden anderen Nachtschwärmern Chris Hülsbeck und Ramiro Vaca in die Wohnung ein. Bei einem seiner ersten Projekte durfte Andreas mit seinem Kumpel Manfred zusammenarbeiten. Beide waren seit Jahren glühende Shoot'em-up-Fans und zockten zu der Zeit häufig R-Type in der Spielhalle. So einen Shooter wollten sie für den C64 entwickeln und entwarfen deshalb ein Konzept für das Spiel Katakis. Manfred war für die Game Engine zuständig und die Arbeit an der Grafik teilten sie sich untereinander auf. Beeinflusst vom Künstler H.R. Giger hatten beide einen sehr ähnlichen Zeichenstil. Dadurch konnte sich das Duo praktisch blind aufeinander verlassen. Für die musikalische Untermalung war Chris Hülsbeck verantwortlich, bei dem Andreas und Manfred ihre Musikwünsche für den schnellen Weltraumshooter äußerten. Eigentlich arbeitete Manfred ungern in Teams, weil es oft zu Meinungsverschiedenheiten kommt, aber die Zusammenarbeit zwischen ihm und Andreas funktionierte sehr gut.
Mit ihrem ersten gemeinsamen Spiel war den beiden direkt ein Meilenstein auf dem Commodore 64 gelungen, der mit Lob überschüttet wurde. Doch kurz nach der Veröffentlichung drohte Activision wegen möglicher Copyright-Verletzungen rechtliche Schritte an, weil Katakis dem berühmten Spielhallen-Shooter R-Type frappierend ähnlich war. Die beiden hatten sich wohl ein bisschen zu stark vom berühmten Automatenklassiker inspirieren lassen und Rainbow Arts war deshalb gezwungen, Katakis vom Markt zu nehmen. Damit Activision keine rechtlichen Schritte einleitete, mussten Manfred und Andreas R-Type innerhalb von lediglich 6 Wochen auf den C64 portieren. Ich würde zu gerne wissen, wie die beiden die Situation damals wahrgenommen haben. Am besten, wir fragen Andreas einfach selbst. Ja, da kann ich gerne dazu was sagen. Kurz nachdem wir Katakis fertiggestellt haben und alle schön glücklich waren, dass es endlich veröffentlicht war, kam dann eine nette Hiobsbotschaft. Kam unser Chef rein und sagte, ja, Activision, die haben uns verklagt. Wir hatten ein nettes Briefchen von ihren Anwälten bekommen. Und ja, was vielleicht auch zu erwarten war, dass Katakis vielleicht doch ein bisschen zu ähnlich zu R-Type war. Aber wir kannten das ja schon von Giana Sisters, also waren wir nicht ganz so geschockt gewesen. Aber es ist schon krass, wenn man dann die Pistole auf den Brust gesetzt kriegt und gesagt kriegt, ja, ihr habt jetzt genau 6 Wochen Zeit, um einen Deal einzugehen und R-Type fertigzustellen für 1064. Ja gut, unser Glück war halt einfach gewesen, dass der Code von Katakis doch sehr ähnlich war von R-Type. Und ich eigentlich hauptsächlich, oder Manfred zusammen, haben wir die Grafik dann halt angepasst noch dafür und haben das wirklich zeitgerecht in 6 Wochen geschafft. Und das war schon eine echte krasse Ansage gewesen. Und ja, und dann, nachdem ja das veröffentlicht wurde, haben wir erstmal Urlaub gemacht. Das haben wir uns, glaube ich, auch verdient. Okay, danke für die Info und danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Darüber hinaus konvertierte Andreas noch die Grafiken für die C64-Portierung von Amiga-Spielen wie Spherical, Rock'n'Roll oder Crossout. Beim Unterwasser-Shoot'em Up für den Amiga 500 analysierte er die 16-Bit-Grafiken von Celal Kandemiroglu und überlegte sich, welche Elemente er an die Fähigkeiten des C64 anpassen kann und welche er weglassen muss. Weil Andreas alles aus Commodores 8-Bit-Maschine herausholen wollte, wendete er noch technische Tricks wie Overlay-Sprites an, womit er auf dem kleinen Brotkasten ein grafisch beeindruckendes Ergebnis erzielte. Crossout wurde übrigens unter dem Namen Crossout Resurfaced neu aufgelegt und ist am 20. Februar 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox und den PC erschienen. Das Remake kommt vom deutschen Entwickler Kritzelkratz 3000 und hat zusätzlich einen kooperativen 2-Spieler-Modus sowie einen neu abgemischten Soundtrack von Chris Hülsbeck spendiert bekommen. Beim Jump'n'Run Hard and Heavy, also dem geistigen Nachfolger von Giana Sisters, war Andreas für die Grafik zuständig. Um möglichen Rechtsstreitigkeiten mit Nintendo aus dem Weg zu gehen, wurden die Schwestern durch Roboter ersetzt. Außerdem wurde das Spiel nicht von Rainbow Arts, sondern von Reline Software vertrieben. Andreas arbeitete übrigens unter dem Pseudonym Man Without Name an dem Titel, damit Hard and Heavy nicht mit Rainbow Arts in Verbindung gebracht werden konnte. Sein Kumpel Manfred arbeitete parallel an einem ambitionierten Run-and-Gun-Shooter für den C64. Das Spiel hieß Turrican und wurde von ihm komplett in Eigenregie entwickelt. Doch als er später Probleme hatte, die Deadline einzuhalten, bot Andreas seine Hilfe an und unterstützte anschließend Factor 5 bei der Version für den Amiga 500. Für die 16-Bit-Variante ergänzte er dann fehlende Grafiken. Bei Turrican 2 The Final Fight waren dann Manfred und er als leitende Entwickler verantwortlich und reizten die technischen Möglichkeiten des C64 voll aus. Beim gefeierten Nachfolger war Andreas für das Spieldesign sowie die Grafik zuständig. Erneut arbeitete er nahezu parallel an der Amiga-Version von Turrican 2 mit und passte die C64-Level für Commodores leistungsfähigen 16-Bit-Computer an.
Anfang 1992 entschloss sich Andreas dazu, Rainbow Arts nach 4 spannenden Jahren zu verlassen und zurück in die Heimat zu ziehen. Dort arbeitete er wieder in seinem alten Beruf als Kommunikationselektroniker. Doch in seinem neuen alten Job wurde er nicht glücklich und beschloss ein weiteres Mal in die Gaming-Branche einzusteigen. Bereits bei der Entwicklung der beiden Turrican-Teile für den Amiga hatte Andreas erfolgreich mit den Entwicklern vom Studio Factor 5 zusammengearbeitet und sich mit ihnen angefreundet. Aus der Freundschaft sollte bald darauf wieder ein Arbeitsverhältnis werden, denn Andreas schmiss seinen Job bereits nach wenigen Monaten und arbeitete fortan als Freelancer für Factor 5. Er zog dafür aber nicht extra nach Köln, sondern arbeitete von der Heimat aus im Homeoffice und besuchte die Kollegen in regelmäßigen Abständen im Kölner Büro. Bei Factor 5 war Andreas für das Design der Level von Super Turrican zuständig und steuerte einige Grafiken bei. Das Run-and-Gun-Action-Feuerwerk wurde 1993 auf dem Super Nintendo veröffentlicht und ist zudem das erste Konsolenspiel, an dem Andreas mitgewirkt hat. Bei der leider nie erschienenen Mega Drive-Portierung des Super Nintendo-Spiels Indiana Jones Greatest Adventures konvertierte Andreas die Grafik für Segas 16-Bit-Konsole. Dabei musste er berücksichtigen, dass das Mega Drive eine deutlich geringere Farbpalette als das SNES hatte. Dadurch sah die Mega Drive-Variante von Indiana Jones am Ende sogar etwas düsterer aus als die Version für das Super Nintendo. Der dunkle Look gefiel Andreas aber, weil er die Atmosphäre der Filme besser einfing. Besonders bedauerlich ist für ihn, dass die Version für das Mega Drive bis heute nicht veröffentlicht worden ist. Das 1992 erschienene Super Nintendo-Spiel Contra 3: The Alien Wars portierte Factor 5 1994 auf den Game Boy und Andreas überarbeitete die komplette Grafik, damit das 16-Bit-Action-Spektakel auf den kleinen Graustufen-Screen von Nintendos 8-Bit-Handheld passte. Kritiker waren der Meinung, dass es sich um eine hervorragende Umsetzung der Super NES-Version handelte und sie lobten besonders die grafischen Verbesserungen, wenn das Spiel mit einem Super Game Boy gespielt wurde. Andreas zeichnete auch die Grafiken für die 1995 erschienene Game Boy-Portierung vom Mega Drive-Spiel Animaniacs, das ebenfalls über eine verbesserte Grafik verfügte, wenn es über einen Super Game Boy gespielt wurde. Beim imposanten Actionspiel Super Turrican 2 hat Andreas das Team von Factor 5 ebenfalls unterstützt. Darüber hinaus konvertierte er die Grafiken vom Super Nintendo-Spiel International Superstar Soccer Deluxe für den Sega Mega Drive. Dabei versuchte er so nah wie möglich an der SNES-Version zu bleiben, was vor allem bei den Rasenstrukturen und Farben ein schwieriges Unterfangen für ihn war, das er in meinen Augen aber ziemlich gut gemeistert hat. Für die PlayStation-Version von Star Wars Rebel Assault 2: The Hidden Empire verfeinerte Andreas noch einige Grafiken. Als Factor 5 danach seinen Geschäftssitz in die USA verlegte, blieb er in der Heimat und suchte sich eine neue Herausforderung. Anschließend arbeitete Andreas für unterschiedliche Studios wie beispielsweise Neon Software, bei dem er für die Grafiken der Game Boy Color-Portierung des Nintendo 64-Spiels Amorines Project Swarm zuständig war. Beim 1999 erschienenen PC-Spiel Panzer Elite gestaltete Andreas die 3D-Modelle der Panzer. Die Militärsimulation wurde vom Studio Wings Simulation entwickelt, das Teut Weidemann 1996 in Hattingen gegründet hatte. Teut und Andreas kannten sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Rainbow Arts, wo sie an Spielen wie Crossout zusammengearbeitet hatten. Im Jahr 2000 wechselte Andreas zu Similis Software und war an Game Boy Color Spielen wie Fix und Foxy, Moorhuhn 3 und dem leider nie veröffentlichten Katakis 3D beteiligt. Die Nichtveröffentlichung vom 3D-Shooter war ein schwerer Schlag für ihn und Manfred. Das Spiel der beiden C64-Veteranen war praktisch fertiggestellt und sollte ein letztes großes Highlight für Nintendos kleinen Handheld werden. Doch leider fand sich kein Publisher für den ambitionierten Shooter. Anschließend arbeitete Andreas als Freelancer an kleineren PC-Spielen mit und erstellte Grafiken für verschiedene Java-Spiele auf dem Smartphone. Nach den jüngsten und eher unbekannten Spielen stellte Andreas seinen Beruf jedoch in Frage. Er lebte seit Jahren seinen Traum und hatte an berühmten Videospielen mitgewirkt.
Doch reich wurde er damit nicht und wirklich zufrieden war er mit seinen letzten Arbeiten auch nicht. Deshalb entschloss er sich schweren Herzens, seine Zelte abzubrechen und die Videospielbranche endgültig zu verlassen. Seit 2008 arbeitet Andreas als Senior Technical Artist in der Glücksspielbranche und designt Spiele für Automaten. Ein Wiedereinstieg in die Videospielindustrie kann er sich nicht mehr vorstellen, weil sich die Branche gewandelt hat und kleine Studios großen Unternehmen gewichen sind. Andreas arbeitet lieber mit übersichtlichen Teams in einer freundschaftlich-familiären Atmosphäre und nicht mit 100 Mitstreitern in einem Großraumbüro zusammen. Auch die massiven Kündigungswellen in den letzten Jahren und die Schließung zahlreicher Entwicklerstudios haben ihn in seiner Entscheidung bestätigt, die Gaming-Branche zu verlassen. Der Gaming-Welt komplett den Rücken gekehrt hat Andreas allerdings nicht. In seiner Freizeit spielt er immer noch gerne Computerspiele. Dabei zockt er gerne Retro-Games, aber auch moderne Spiele wie Indiana Jones und der große Kreis. Aktuell zieht es ihn bei World of Warcraft aber in die virtuelle Welt von Azeroth. Andreas ist außerdem jährlich bei der Gamescom anzutreffen, weil er dort im beliebten Retro-Bereich mit seinen Freunden von Factor 5 einen eigenen Stand hat und sich über jeden Besucher freut. Ende 2024 wurde Andreas sogar als erster deutscher Entwickler zur Videospielmesse GX 2024 in Kuwait eingeladen. Er wurde als Legende der Gaming-Branche angekündigt und ließ sich die Chance nicht nehmen, an der Games and Media Entertainment Expo im Nahen Osten teilzunehmen. Bei der Messe zählten auch andere bekannte Persönlichkeiten wie Grant Kirkhope, David Wise, Yasumi Matsuno oder Takaya Imamura zu den Gästen. Im Bereich Computerspiele hat Andreas Ende der 80er Jahre regelrechte Pionierarbeit geleistet, wovon nicht nur Millionen Computer- und Videospieler, sondern die gesamte Branche profitiert hat. Als Quereinsteiger fand er damals seinen Weg in die Computerspielindustrie und war an berühmten Amiga- und C64-Spielen maßgeblich beteiligt. Andreas Escher ist deshalb nicht nur der Grafikspezialist oder ein Urgestein der Gaming-Branche, sondern ein bedeutender Teil deutscher Videospielgeschichte.